So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, ich habe mal so ein bisschen wieder mal Gruppenchat gelesen und ne, ihr kennt mich. Und da habe ich so ein bisschen festgestellt, dass so ein bisschen beim Bildermalen ab und zu mal so ein kleines Problemchen auftaucht. Ähm, aber das ist nichts Schlimmes, das ist kein Weltuntergang, was ihr da und da danke ich natürlich jeden und dafür ist die Gruppe ja auch da, um Antworten zu geben. Natürlich sind natürlich wieder Idioten manchmal unter, die dann schlaue Sprüche meinen müssen loszutreten, aber das ist ja normal, das kennt man ja, ne? Diese Art von dummen Sprüchen ab und zu mal. Aber darum geht's jetzt nicht. Also, ich habe jetzt euch mal ein bisschen was vorbereitet. Ne, ich bin jetzt hier auf der Hauptsim, wie ihr seht. Ihr müsst euch einmalig das Paket hier kaufen. Das kostet 650 Linden. Ich heute irgendwie schnell reden. Auf jeden Fall braucht ihr dann auch diese Seeds hier oben, die Blumen. Und ihr könnt euch einmal für, äh, wenn ihr nachher noch was braucht, aber das ist eigentlich in dem Paket hier komplett einmal drinne, damit ihr gleich ein Bild malen könnt. Und da könnt ihr hier für Coins könnt ihr dann auch noch mal zwischendurch Dinger kaufen, wie ihr an Coins drankommt. Ist bei verschiedenen Events, wenn ihr da den Thunfisch kaufen tut oder wenn ihr vorne da Gold abgibt, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, Goldkisten oder so. Ich glaube, dann war das so, dann konnte man auch Coins irgendwie kriegen. Auf jeden Fall wollte ich euch das noch mal ein bisschen besser erklären, wie das mit dem Malen funktioniert. Ne? Und ihr müsst nicht unbedingt zwingend, aber es wäre gut, wenn ihr dann noch einen Mahlstein dazu kaufen würdest. Es gibt's da drüben auf der Wand. Und ihr müsst es aber nicht unbedingt zwingend haben, weil es gibt auf verschiedenen G&S-Märkten gibt's ja auch Mahlsteine. Oder wenn ihr RP macht, sei es Mittelalter oder auf Gore, ähm, und die machen eventuell auch G&S, sollten sie diesen Mahlstein auch haben, wenn ihr dann natürlich das machen dürft auf der Sim. Auf jeden Fall braucht ihr dann noch die Felder, ne? Die Getreide oder so Felder. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ihr braucht dazu, wie gesagt, ihr Seed und ein Feld, das Seed hier einfach hinretzen. Das tut sich dann automatisch rein. Ne? Immer Wasser daneben haben und dann hier immer auf Pflegen, auf Kehr. Ich habe es jetzt nur mal zum Vorführen, mache ich es ja nicht weiter, weil ich mache ja nicht großartig mehr G&S malen. Ich mache es ja nur, um es euch zu zeigen. Ich habe das hier mal umgestellt. Das dauert immer ungefähr 20 Minuten, bis bei dem Mahlstein sich das umändert, weil man kann ja verschiedene Sachen für den Mahlstein benutzen. Ich würde euch auch ans Herz legen, das Buch, was ich zum Herstellen von den ganzen Sachen. Wenn ihr das selber herstellen wollt, es gibt sie natürlich auf verschiedenen G&S-Märkten auch zu kaufen. Ne, hier unten wird das schön erklärt, was man braucht, um es herzustellen, und ganz unten wird dann erklärt, was man dann braucht zum Reparieren. Dieses Wort-Skript oder wie man das auch immer, Spoiler-Alarm, ich kann nicht so gut Englisch, wie ihr wisst. Ich tue es leider ab und zu falsch aussprechen. Deshalb tue ich mich jetzt schon mal in den Hinsichten entschuldigen, wenn es falsch ist. Diesen Skin müsst ihr in der Werkbank zerkleinern, sage ich immer dazu, und dann kommt hier dieses Woodscript raus. Und dann verschiedene Sachen. Äh,
die Bretter braucht ihr, um die Tinte herzustellen. Die Nägel bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel Bronze, Gold oder Kupfer in der Schmelze schmelzt und das dann in der Schmiede schmelzen tut. Aus dem bekommt ihr dann Schrott raus, weil ich immer dann zu immer sage, und den Schrott nochmal schmieden ergibt Nägel. Diese Tinte bekommt ihr beim Angeln. Da müsst ihr, wenn ihr sie unbedingt haben möchtet, und dann würde ich euch das Angeln ans Herz legen. Wie das funktioniert mit dem Angeln, habe ich ein Video gemacht. Bitte drauf gucken. Dann braucht ihr, wenn ihr diese Bilderrahmen machen wollt, braucht ihr die verschiedenen Bretter. Wie das mit den Brettern funktioniert, weiß ich noch nicht so wirklich, muss ich mich noch mal auseinandersetzen. Da gibt es verschiedene Bäume. Anscheinend muss man die Bretter länger liegen lassen, damit sie wie in Real Life dann auch trocken werden. Und diesen Kleber bekommt ihr, wenn ihr ab und zu mal bei diesem Vogelevent mitmacht. Das gibt es nur bei diesen Events oder natürlich auch auf den verschiedenen G&S-Märkten ein bisschen überteuert neuerdings zu kaufen. Braucht ihr die für, um die Rahmen zu machen, und Nägel. Ja, und dann natürlich lege ich euch auch die Meisterwerkzeuge ans Herz von den äh, Schreinereien und Schmiede und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderer Schnack. So, dann habt ihr hier eine Leinwand, ihr habt die Tinte, ihr habt die Pinsel und habt ihr dann in der Hand. Und dann setzt ihr euch hier hin. Dann klickt ihr hier drauf. Dann gibt es ein Menü, ne, noch zusätzlich, dass das beides hier reinladen tut. Ja, die Leinwand und die Farbe. Das ist aber schon drin. So, irgendwie funktioniert das momentan nicht mit dieser G&S-Daten. Das funktioniert gerade nicht. So, ich habe mir mal ein Bild rausgesucht zum Vorführen. Und zwar habt ihr hier könnt ihr so eine ich weiß nicht, wie man das sagt, hier unten diese Nummer hat ja jedes Bild, und die gebt ihr dann hier ein und geht auf Senden, und dann müsste die Sandy jetzt anfangen zu malen, wenn es richtig funktioniert. Aber manchmal ist es auch Vorführeffekt, da funktioniert es gar nicht. Weil normalerweise, wenn es jetzt richtig ist, müsste sie anfangen und malen. Aber es passiert gar nichts, warum auch immer. Doch, jetzt fängt sie an zu malen. Seht ihr? Und dann, ach, ich habe noch den Stab an, sehe ich gerade vom Umstellen. Das ist der Stab, das ist das Umstellen vom Mahlstein. Hat jetzt nichts mit dem Malen zu tun. Den müsste ich jetzt abnehmen. So, und ihr seht, ich tue jetzt malen. Das dauert. Alles, was in G und S anbelangt, das äh, dauert. Und ja, die Bilder sind dann fertig. Ihr braucht sie dann. Die haben natürlich logischerweise kein Verfallsdatum. Ne? Oder wie wir Verkäuferinnen sagen würden, Mindesthaltbar. Ich, ich kann es nicht richtig aussprechen, nicht mehr. Und auf jeden Fall verfallen die nicht. Ne? Und es würde jetzt ein bisschen dauern, bis ich das Bild komplett gemalt habe. Da ich ja aus der Nähe von Marburg komme und das Schloss ist schön, ähm, kann ich in Real Life nur mal ein bisschen jetzt auch noch mal eine kleine Werbung, Spoiler-Alarm machen. So nebenbei, wo wir jetzt warten. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Da gibt es einen schönen Weihnachtsmarkt jetzt zurzeit bei der Elisabethkirche, und den kann ich nur so von Real Life Tipps mal ans Herz legen. Das ist mal so kleines nebenbei.
Und auf jeden Fall kann man da wunderbare Fantasiebilder malen. Ihr könnt da jedes Bild nehmen, was ihr wollt. Natürlich auch Männer, ne? Auch eine nackte Frau. Mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen. Oder wir Männer, wir Frauen natürlich auch, ne? Könnt ihr euch zu Hause auch 'n nackter Mann hinhängen. Nur mal so, als Witz nebenbei. Also, ihr könnt da, malen, was das Herz begehrt und irgendwann ist es dann fertig und dann male ich aber jetzt nicht zu Ende. Dann, legt ihr das Bild hier auf'm ihr bekommt das dann fertig ins Inventar und ihr tut dann, das dann rausretzen und ihr tut hier auf den Rahmen draufklicken und dann habt ihr's im Rahmen drinne. Ne, also das ist schon mal eine schöne Idee dahinter, das Ganze mit dem Malen und ja. Was ihr für Körbe braucht, weil ich das so gerade sehe, ne, habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht, wie man Korb herstellt. Weil ihr braucht ja einen Korb, wenn ihr hier die, Blütenblätter verkleinern wollt. Ja, ich denke und hoffe, dass ich euch das jetzt so richtig erklärt habe. Mal ein bisschen weitermalen. Äh, Machen wir mal hier drauf. Vielleicht male ich ja da ein bisschen weiter. Oder erneut. Auf jeden Fall, ne, ihr habt es ja dann im Menü gesehen, 7 von 10. Ne, wenn das dann alle ist, es spricht sich von sich selber, dann ist die Tinte in der Hinsicht dann auch alle. Ja, ich hoffe, ich habe soweit alles richtig erklärt und habe nichts vergessen. Also bis dahin, eure Sandy.